Hallo meine Freunde, hola Madridistas, was für ein aufregender Tag gestern für den gesamten Madridismo. Es gab nicht nur das Abschlusstraining für das sauwichtige Spiel heute Abend gegen Valencia, wo wir noch eine Rechnung offen haben, warum das so ist, da reden wir gleich drüber. Dann gab es auch noch die lang ersehnte Pressekonferenz von Xabi Alonso und er hat endlich öffentlich geantwortet zu seiner Meinung zu dem ganzen Chaos rund um Vini Junior. Und dann hat auch noch ein Kylian Mbappé den goldenen Schuh erhalten. Die gesamte Mannschaft hat ihn dabei unterstützt, war da, sehr schöne Bilder. Er hat auch sehr viele interessante Antworten gegeben. Es gäbe genug Material, um 5 Videos darüber zu machen. Er hat sich unterhalten über Arda Güler, über seine Ziele, über die Leistung der Mannschaft, wie dankbar ist. Also, Material ohne Ende. Ich habe versucht, etwas für euch herauszufiltern. Und zu guter Letzt dürfen wir nicht vergessen, heute ist Spieltag. Heute um 21 Uhr im Santiago Bernabéu trifft Real Madrid auf Valencia. Natürlich werde ich eine Watchparty mit euch zusammen machen. Jeder von euch ist herzlich eingeladen. Warum das Spiel so wichtig ist, wer heute spielen wird, wenn ich der Trainer wäre, etc. erfahrt ihr alles in diesem Video. Viel Spaß dabei. Ja, versuchen wir mal die Geschehnisse gestern rund um das Santiago Bernabéu, rund um Valdebebas etwas zusammenzufassen. Es ging morgens los, kurz vor 10, die Pressekonferenz von Xabi Alonso. Eigentlich sollte es in der Pressekonferenz um das Spiel gegen Valencia gehen. Aber ging es nicht. Ich kann mal so viel verraten. Der Ass hat eine Zusammenstellung gemacht der Fragen, die über Vini Junior gingen. Die Pressekonferenz ging circa 10 Minuten und ihr seht das, über 4 Minuten waren nur Fragen zu Vini Junior. Keine Sorgen, ihr müsst euch nicht alle anhören, aber 2 habe ich mir herausgepickt. Hören wir uns die zusammen einmal an. Hallo Xavi, Abraham Romero, die Welt. Eine Woche lang stand Vinicius im Mittelpunkt. Ich wollte fragen, ob sich der Spieler bei Ihnen persönlich für sein Verhalten während der Auswechslung im Clásico entschuldigt hat. Am Mittwoch, nach den 2 Ruhetagen, hatten wir ein Treffen mit allen, mit den Spielern, mit der Mannschaft. Und Vignoy war sehr gut, er war tadellos, er sprach aus dem Herzen mit Aufrichtigkeit. Und ich war sehr zufrieden und für mich war die Angelegenheit ab diesem Moment erledigt. Am Mittwoch spricht er mit Ihnen, mit dem Trainerteam, mit den Kollegen, bittet um Entschuldigung, aber er veröffentlicht eine Mitteilung, in der Sie in seiner Entschuldigung fehlen. Er erwähnt alle, die Fans, den Verein, den Präsidenten, aber ausgerechnet Sie erwähnt er nicht. Hat es Sie gestört, dass der Name Xabi Alonso in dieser Mitteilung nicht genannt wurde? Für mich war es eine sehr wertvolle, sehr positive Mitteilung, in der Vini seine Ehrlichkeit gezeigt hat. Er hat aus dem Herzen gesprochen, was dieser Verein für ihn bedeutet und was er geben möchte. Und für mich ist das Wichtigste, was er zu seinen Mitspielern, den Fans und dem Verein gesagt hat. Und für mich war ich sehr zufrieden, wie ich dir schon vorher gesagt habe. Und seit Mittwoch ist das Thema abgeschlossen. Und wir denken schon an das, was als nächstes kommt. Ja, und ihr habt ganz klar gehört, alle Fragen gingen übrigens in die Richtung, er hat jedes Mal geantwortet, das Thema hat sich für mich am Mittwoch erledigt. Vini hat aus seinem Herzen gesprochen, hat sich bei uns allen entschuldigt. Die Mannschaft arbeitet jetzt in die gleiche Richtung. Wir haben uns ab Mittwoch das Thema abgeschlossen und konzentrieren uns auf dieses wichtige Spiel von heute Abend. Und er wurde danach nochmal gefragt und nochmal und nochmal. Wie gesagt, das Video ging über 4 Minuten und irgendwann hat er auch gesagt, ey Leute, ich habe jetzt schon 4 oder 5 Fragen beantwortet zum Thema Vini Junior. Ich habe jetzt alles gesagt, was ich zu dem Thema zu sagen habe. Ich verstehe, dass euch das interessiert, aber ich werde nichts Neues mehr sagen. Also sehr charmant hat er das Problem gelöst. Aber wie ihr hört, über Fußball wurde in dieser Pressekonferenz nicht geredet. Sehr, sehr wenig. Im großen Teil wurde nur über Vini Junior geredet und Xabi Alonso hat klargestellt, dieses Thema ist seit Mittwoch für ihn, für die Mannschaft erledigt. Ab jetzt arbeiten alle in die gleiche Richtung und zwar in die wichtige Richtung für Real Madrid, in die Erfolgsrichtung. Ja, und ob die Jungs das auf dem Platz auch so umgesetzt haben, das könnt ihr euch selber anschauen. Viel Spaß beim Training von Real Madrid.
Ja, ich hoffe einfach mal, dass unsere Jungs heute Abend beim Spiel im Santiago Bernabéu mindestens die gleiche Intensität, die gleiche Abschlussgenauigkeit, wenn es geht noch ein bisschen besser, heute Abend gegen Valencia abliefern. Aber bevor wir uns über das Spiel unterhalten und voll da reinstarten, möchte ich mich über das zweite große Ereignis gestern unterhalten. Kylian Mbappé hat den goldenen Schuh erhalten. Ich habe euch gesagt, Real Madrid hat vor, da eine richtig große Nummer draus zu machen. Und das haben sie auch getan. Es gab wie bei der Präsentation eines neuen Spielers eine Rede von Florentino Perez, die mich sehr emotional gepackt hat. Wenn ich Kylian Mbappé wäre, wäre ich sehr stolz. Denn Florentino Perez hat unter anderem gesagt, dass er persönlich sehr, sehr stolz ist, einen Spieler wie Kylian Mbappé in Real Madrid zu haben. Also schöne Worte von unserem Präsidenten. Danach hat der Pressevertreter etwas dazu gesagt, hat irgendeine Geschichte von Cinderella und dem gläsernen Schuh verglichen mit dem goldenen Schuh, dass der einzige Fuß, auf den dieser Schuh passt, der von Kylian Mbappé ist. Also das war ein bisschen strange. Wie dem auch sei, danach ist Kylian Mbappé hochgegangen. Und dieser Typ ist genauso ein Profi außerhalb vom Platz wie auf dem Platz. Jede Antwort ist die der Madridismo hören will. Das Erste, was er gemacht hat, er hat sich bei seinen ganzen Kameraden bedankt. Er hat gesagt, ohne die wäre ich nicht hier. Also bei jedem Einzelnen. Er hat aber auch klar gemacht, er hofft, es ist der erste goldene Schuh von vielen, vielleicht sogar der nächste schon wieder dieses Jahr. Also den Ehrgeiz hat er noch da. Es gab sehr schöne und lustige Momente. Unsere Jungs haben sich unter anderem darüber lustig gemacht, dass unser Präsident Florentino Perez so eine Dame so ein bisschen an sich rangezogen hat. Also im Endeffekt sind das einfach nur Jungs. Aber man sieht einfach eine super Stimmung in der Mannschaft. Alle hatten Spaß, waren am Lachen. Also diejenigen, die erzählen, dass es nicht in der Kabine stimmt. Also das sind definitiv Lügen. Man sieht, wie die miteinander umgehen. Da ist auf jeden Fall eine sehr positive Stimmung, sehr viel Quatsch. Die einen necken, die anderen. Sowas gehört einfach in eine gesunde Kabine. Ja, und viele werfen mir ja vor, dass ich so ein Arda Güler-Fan bin. Ne? Hören wir uns mal an, was Real Madrid TV über den jungen Türken zu sagen hat. Es ist eine weitere Gelegenheit, Kylian Mbappé zu sehen, Kylian Mbappé zu genießen und auch den Rest seiner Mannschaftskameraden zu genießen, die tatsächlich, das Bild ist wirklich gut. Dieses Bild, ja, das ist das Bild. Wir dürfen in diesem Jahr zum Beispiel nicht die Vorlagen vergessen, die er von einem herumstreifenden Genie erhalten hat, der heute auf der Tribüne des Bernabeu sitzt und Arda Güler heißt. Ja, die Übersetzung war nicht ganz perfekt, aber die haben ihn ein freilaufendes Genie genannt. Also ein Genie, das man frei rumlaufen lässt und der die tollen Pässe auf Kylian Mbappé gibt. Zu dieser Connection hat auch gestern Toni Kroos etwas gesagt. Kylian Mbappé hat danach 2 lange Interviews gegeben. Eine mit Real Madrid TV, das ging fast 8 Minuten. Da ging es eher über persönliche Sachen. Dann im Marca auch nochmal ein langes Interview. Da wurde er auch zu dem Türken gefragt und hat wieder gesagt, wie gut die sich verstehen, was für ein toller Spieler ist. Also, wie ihr hört, ich hätte Material locker für wahrscheinlich einen Livestream von 2 Stunden. Sehr interessant, was gestern alles bei Madrid passiert ist. Was ich herausnehme, ist eine Antwort von Kylian Mbappé. Ich habe mir nur eine ausgesucht. Und da geht es um The GOAT, um Cristiano Ronaldo. Hören wir uns die Antwort von Kylian Mbappé einmal an. Ich weiß nicht, wie ich mich bei dieser Frage positionieren soll, denn für mich ist Cristiano, das weiß jeder, hier in Madrid die Referenz, die Nummer 1. Und wie er gesagt hat, ich mache es jetzt gut, ich mache es wirklich gut, aber ich mache das erst seit 1,5 Jahren, einem Jahr, ich weiß nicht, ob es 1,5 sind, 1 Jahr, 1,5. Er hat das 9 Jahre lang gemacht, also muss ich am Ende noch viel Zeit warten, bis die Leute mich mit Cristiano vergleichen. Cristiano hat hier viele Dinge erreicht. Ich möchte einfach nur meinen eigenen Weg gehen, aber allein schon, dass die Leute mich im selben Satz wie Cristiano nennen, ist für mich eine Ehre. Aber ich denke nicht viel darüber nach. Ich denke nur daran, meinen eigenen Weg zu gehen, meinem Team zu helfen und so viele Titel wie möglich zu gewinnen. Ja, so ähnlich hat er das schon mal formuliert, habe ich euch auch in einem meiner Videos gezeigt.
Aber es zeigt, wie humbled der ist, wie bodenständig der ist, wie ihm klar ist. Und Cristiano Ronaldo hat das über 9 Jahre gemacht. Ich mache das vielleicht etwas mehr als ein Jahr. Wenn ich das mal ein paar Jahre so durchziehe, dann können wir mich vielleicht irgendwann vergleichen. Aber Cristiano Ronaldo ist die Nummer 1 und genau das ist die richtige Antwort. Ich hoffe, genau wie ihr, dass wir irgendwann ein Kylian Mbappé mit Cristiano Ronaldo vergleichen können. Aber für mich gibt es wahrscheinlich keinen Spieler in der Geschichte des Fußballs, den wir so richtig mit Cristiano Ronaldo vergleichen können. Also, wenn ein Kylian Mbappé das schafft, das sind die größten Fußstapfen, die es in der Welt des Fußballs gibt. Ich drücke ihm natürlich die Daumen. Das wären sehr schöne Nachrichten für den Madridismo. Ja, und jetzt Schluss mit dem ganzen Nebenschauplätzen etc. Konzentrieren wir uns jetzt mal auf das Wichtige. Denn das Spiel gegen Valencia bringt dir genauso 3 Punkte wie der Clasico gegen Barcelona. Und es wäre eine Schande, die harte Arbeit vom Wochenende wegzuschmeißen, weil du heute mit dem Kopf nicht bei der Sache bist. Und das hat auch ein Xabi Alonso in der Pressekonferenz immer wieder klar gemacht. Er hat auch nochmal erwähnt, letzte Saison hat Valencia im Santiago Bernabéu gewonnen. Ja, und das habe ich mir natürlich nochmal angeschaut. Ich habe für euch die Aufstellung, mit der wir letzte Saison gespielt haben. Ihr seht schon im Tor, das war der González. Wir hatten Fran Garcia und Lucas Vázquez als Außenverteidiger, Tchouaméni in der Innenverteidigung. Luka Modric hat da noch gespielt. Also es war eine ganz andere Aufstellung als die Jungs, die heute spielen werden. Und trotz alledem kann man den Jungs keinen Vorwurf machen. Blende euch mal die Statistiken der letzten Saison ein. 3, keine Ahnung, 6, 7 Expected Goals, keine Ahnung wie viele Schüsse. So ein Spiel, das sind die Spiele, die extrem wehtun. Ich war sehr kritisch letztes Jahr mit Real Madrid, aber das Spiel hätten sie gewinnen müssen. Haben sie aber nicht. Und Valencia hat sich, vor allem ein Hugo Duro, sehr gerne lustig gemacht über Madrid. Ja, und mir schmerzt es noch. Mein Stolz ist noch angeschlagen und ich hoffe, dass unsere Jungs mehr oder weniger die gleiche Leistung bringen wie letzte Woche im Clasico gegen Barcelona. Dann glaube ich, überrennen wir heute Valencia. Ja. Allgemein muss man sagen, Valencia ist der Startschuss in einen absoluten verrückten November. Ich blende euch den Kalender mal ein. Ihr seht da, nach dem Spiel gegen Valencia müssen wir schon nach Anfield. Dann müssen wir fast nur noch auswärts ran. Also das ist schon erschreckend. Unter anderem mit dem sehr schweren Spiel bei Rayo Vallecano. Könnt ihr Barcelona fragen, die haben da gerade unentschieden gespielt. Oder wir haben letztes Jahr da verloren. Dann spielen wir aber auch noch bei Elche, bei Olympiakos. Also wie ihr seht, sehr viele Auswärtsspiele von Real Madrid am Stück. Es wird ein sehr schwieriger November. Lasst uns hoffen, dass unsere Jungs so viele Punkte Vorsprung wie möglich mit in den Dezember nehmen. Ja, und bevor ich mich jetzt verabschiede, kommen wir noch zu der Aufstellung, die ich machen würde, wenn ich Trainer von Real Madrid wäre. Ja, und ich weiß, viele sehen dieses Spiel im Kalender und denken sich, Madrid ist ganz oben in der Tabelle, Valencia ist sehr weit unten. Es ist ein gutes Spiel für viele Rotationen, vor allem weil Liverpool auf uns wartet. Ich bin kein Fan von massiven Rotationen. Hier und da schon mal 1, 2 Rotationen bin ich dabei, werdet ihr auch sehen, aber zu viel würde ich tatsächlich nicht verändern. Also im Tor natürlich Thibaut Courtois. Mein rechter Verteidiger wäre heute Trent Alexander-Arnold. Er muss wieder ins Spielgeschehen kommen, auch wenn Fede Valverde das super macht. Ich würde Trent ein paar Minuten spielen lassen. Irgendwann könnte man wechseln. In der Innenverteidigung würde ich heute Raúl Asensio an die Seite von Dean Housen tun. Ein Eder Militao. Ich weiß, er ist fit. Ich weiß, er ist unglaublich wichtig. Aber er hatte 2 lange Verletzungen. Dieser Brasilianer braucht trotzdem hier und da seine Pause. Links hinten Álvaro Carreras. Viele denken Fran Garcia, aber ein bisschen Stabilität braucht noch die Mannschaft. Ich würde Álvaro Carreras spielen lassen. Im defensiven Mittelfeld würde ich heute mal einen Fede Valverde spielen lassen. Ein Aurélien Tchouaméni ist der Spieler mit Kylian Mbappé mit den meisten Minuten. Auch der Franzose, auch wenn er aussieht wie ein Cyborg, braucht hier und da mal eine Pause. Auch er ist nur ein Mensch, auch wenn wir das nicht glauben möchten. Also ich würde heute Fede Valverde auf der 6 starten lassen. Ansonsten würde ich im Mittelfeld nichts ändern. Dieses Mittelfeld hat gegen Barcelona so wunderbar geklappt.
gehabt. Die Jungs sollen sich einspielen. Also würden bei mir weiterhin spielen ein Eduardo Camavinga, ein Arda Güler und ein Jude Bellingham. Ja, vorne im Sturm wäre Vini Junior auf jeden Fall gesetzt. Erst recht nach den ganzen Palaver. Was für einen Ärger würde es geben, wenn der heute auf der Bank wäre. Dann würden wir uns in der Pressekonferenz nur noch über den unterhalten. Und an seine Seite würde ich heute nicht den goldenen Schuh tun. Denn genau wie ein Tchouaméni, auch ein Kylian Mbappé ist nur ein Mensch und braucht hier und da mal seine Pause. Ich würde heute mit Gonzalo starten. Und je nachdem, wie das Spiel laufen würde, könnte ich mir sogar vorstellen, dass ein Endrick irgendwann den Gonzalo ersetzt. Vielleicht kann ein Kylian Mbappé mal ein komplettes Spiel ausruhen. Also, das wäre meine Aufstellung, wenn ich Trainer von Real Madrid bin. Ja, ich bin gespannt, was du zu meiner Aufstellung zu sagen hast. Ich bin allgemein gespannt, was hast du zu diesem Video zu sagen? Lass deine Meinung bitte in den Kommentaren. Wenn du schon mal da bist, lass ein Like da, teilen, Follow da lassen, wenn du es noch nicht gemacht hast. Wir sind auf dem Sprint zu den 15.000. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mich dabei unterstützt. Und ich würde mich auch freuen, wenn wir uns heute im Live-Watch-Along sehen bei der Watch Party. Jeder ist herzlich eingeladen. Umso mehr, umso besser. Bis heute Abend. ¡A la Madrid!